Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir vorbereitet haben. Ja, Lufthansa und der Frankfurter Flughafen sagen, Kerosin reicht doch über den Sommer hinaus. Qatar Airways hält die Penunzen zusammen und ja, ich sage es jetzt einfach mal, sie verärgern damit ihre Belegschaft. Weiter geht es dann mit einer IHG-Aktion. Die haben eine Triple Points Promo, die sie starten. Dann haben wir Italien, dort wird gestreikt. Streik kennt Lufthansa ja sehr gut, aber es trifft natürlich an dieser Stelle auch die ITA. Dann haben wir Lufthansa. Lufthansa fliegt mit Airbus A321 für Discover Wet Lease. Macht keinen Sinn, irritiert mich auch. Und dann last but not least haben wir USA verschärfen die Ebola-Regeln. Und die Freunde von Brussels Airlines haben darunter zu kämpfen, erkläre ich euch auch. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch natürlich aufs School zu kommen und zu diskutieren. Das erste Thema, was wir haben, ist Lufthansa und Frankfurter Flughafen sagen, die Kerosinversorgung ist gesichert. Trotz der geopolitischen Spannungen in Iran. Krieg sieht die Lufthansa aktuell keine Probleme bei der Kerosinversorgung. Gleichzeitig sorgt die Unsicherheit bei Kunden aber für spätere Buchungen. Keine Engpässe an allen LH-Drehkreuzen. 25% der Lieferungen aus dem Nahost entfallen und das Ganze wird halt kompensiert. Mikrofon sitzt, sah im Kamera anders aus. Also das heißt, Kompensation durch US-Importe und europäische Raffinerien sind im Max-Jet-Modus. Ja, Kunden buchen später, was natürlich eine unsichere Nachfrage bedeutet für die Fluggesellschaften und natürlich nicht dazu beiträgt, dass die Flugpläne stabil bleiben. Vielleicht wird ein Flug hier und her geschoben. Aber interessanterweise sind jetzt die Geschäftsreisen stabiler als Leisure. Die Diskussionspunkte für so etwas können wir natürlich ganz klar festlegen. Wird Kerosin langfristig zum Risiko für die Airlines, aber irgendwie haben sie es ja immer wieder geschafft jetzt im Moment. Und Last Minute wird dann anscheinend wieder künftig so ein Bestandteil werden. Also es geht immer so auf und ab. Was sagst du dazu? Buchst du früher, buchst du später? Wie ist dein Buchungsverhalten? Und als Fazit kann man nur noch sagen, ja, die Kerosinversorgung ist gesichert und die Nachfrage ist eher jetzt im Moment so ein Problem. Bei Qatar Airways gibt es genau dieselben Themen, die sparen jetzt aber Kosten, weil sie natürlich massive Einbrüche durch den Iran-Krieg haben und Bonuszahlungen sind für die Mitarbeiter gestrichen worden. Die Mitarbeiter sind dadurch natürlich sehr, sehr unhappy. 60.000 Mitarbeiter sind betroffen. Flugprogramm ist ja rund nur bei 66% vom Originalen. Der Gewinn ist bei 1,9 Milliarden, was minus 10% ist. Die Gulf Airports verlieren 27 Millionen Passagiere, was ungefähr 54% Traffic ist. Und die Krise bei Qatar ist stärker als bei Emirates und bei Etihad. Liquidität sichern ist jetzt das Gebot der Stunde. Das Hub-System ist natürlich extrem krisenanfällig, wenn man nur einen Hub hat und dieser Hub dann in einem Problemfall liegt. Und man sieht halt auch, wie Doha diese geopolitische Stabilität ehrlicherweise braucht. Und was passiert mit den Mitarbeitern? Werden sie abwandern? Aber wo sollen sie hingehen? Das ist auch immer wieder so eine spannende Sache. Ja, wir können einfach nur als Fazit festhalten, Qatar trifft es härter als die Konkurrenz und damit sieht man halt das strukturelle Risiko, was dort am Golf herrscht. Würdet ihr bei einer Fluggesellschaft arbeiten, wenn sie die Boni streichen? So wie man die Leute hört, sind sie ja sehr unhappy, weil es ein fester Bestandteil ihres Gehalts eigentlich ist. Und quasi der Anteil ist, wo sie einfach ihre Arbeit belohnt bekommen, wenn sie mehr arbeiten und wenn sie machen und tun und die Fluggesellschaft erfolgreich ist, dann ist das die Art von Payback. Emirates hat gezahlt. Ebola-Regeln treffen Brussels Airlines natürlich auch, besonders wenn sie Flüge haben. Nach den neuen US-Einreiseregeln verbieten Crews nach Südafrika Einsätze den Zugang zu US-Flügen. Heißt also, wenn die Crew Brüssel nach Afrika geflogen ist, hat man halt das Thema, sie dürfen nicht mehr nach Amerika fliegen und das ist ein massives Problem. Die 21-Tage-Regel für Crew betrifft Kongo, Uganda, Südsudan und Brussels Airlines als Afrika-Spezialist, sage ich jetzt einfach mal, hat 18 Ziele in Afrika, 60 Flüge die Woche
Und damit muss die komplette Crew-Rotation angepasst werden. Also das heißt, man muss wieder so anfangen, dass man eine Crew für Afrika macht, eine für Nordamerika macht. Und das macht natürlich massive Komplexität. Wichtig ist auch, dass natürlich die Strecken für die Crew etwas unattraktiver sind in Afrika als in den USA, muss man ja auch sagen. Und damit wird halt die Spezialisierung, wie man jetzt gerade sieht, zu einem Risiko. Und das ist ein klassisches Beispiel, wo man auf einmal eine Stärke hat, wie zum Beispiel die starke Anbindung nach Afrika, die jetzt zu einer Schwäche wird. Ja, was würdest du machen, wenn du Crew wärst? Würdest du nach Afrika fliegen oder lieber nach Amerika? Also ich kann es euch sagen, ich bin ja gerade in den USA, noch, aber bald wieder in Europa. Haben wir auch wieder Stammtisch in München und in Berlin. Ne? Also, könnt ihr ja mal beantworten für euch selber. Dann Discover Airlines. Discover Airlines kriegt Wetlease-Hilfe von Lufthansa. Lufthansa unterstützt Discover Airlines mit 321 im Wetlease, um steigende Nachfrage nach Urlaubszielen zu bedienen. Und jetzt muss man der Ehrlichkeit halber sagen, jetzt wirst du ja komplett bekloppt. Warum das so ist, das kann ich euch nicht sagen. Die 321 von Lufthansa für Discover ist natürlich ein Riesenthema, weil man muss ehrlicherweise sagen, warum? Erst nehmen sie die Strecken ab, dann ist es so, dann ist es so. Aber die neuen Strecken sind Heraklion, Gran Canaria, aber auch Teneriffa. Und Hintergrund ist logischerweise natürlich die Nahostkrise. Die Leute finden jetzt Griechenland geil, besser als Dubai. Und damit ist die Nachfrageverschiebung ganz klar und man braucht mehr Sitze pro Flüge. Dadurch ist es natürlich auch so, dass die Airlines innerhalb der Lufthansa Group maximal flexibel eingesetzt werden, also auch die Flugzeuge und die Crews. Aber für uns als Passagiere, die wir nicht hardcore in dem Thema drin sind, die kriegen natürlich eine komplette Verwirrung. Stell dir mal vor, du hast Discover gebucht, du fliegst Lufthansa. Oder umgekehrt, du fliegst Lufthansa, fliegst Discover. Also man merkt halt, dass dieser Markenmix, und das ist ja das, was Kühne gesagt hatte, natürlich eine komplette Problematik ist. Klar kann man das verstehen mit der Strategie, dass man Kapazitäten intern verschiebt und damit halt maximale Flexibilität hat. Aber die Lufthansa verliert dadurch natürlich wahrscheinlich auch ihre Markenidentität und wird austauschbar und wirkt für uns als Kunden nicht gerade effizient, sondern eher chaotisch, weil man die Hintergründe natürlich nicht versteht. Ja, Fazit ist natürlich, Flexibilität gewinnt, aber Klarheit verliert, wenn man es ganz brutal formulieren möchte. Und ist dir egal, welche Airline fliegt? Also sagst du, ja gut, Lufthansa-Konzern ist halt Lufthansa-Konzern, egal was. Weiter geht es natürlich mit Italien. Die haben einen landesweiten Streik, also nicht einen Streik, der auf die Thematik beruht, dass die Fluggesellschaft streikt, sondern einfach landesweit gestreikt wird. Und das hat massive Auswirkungen. Dieser 24-Stunden-Streik von 0 Uhr bis 23:59 Uhr hat das Problem, dass die ATC nämlich beteiligt ist, also Air Traffic Control. Und dadurch, dass die Air Traffic Control beteiligt ist, hat man halt das Dilemma, dass man da natürlich dann ein Thema hat und große Auswirkungen. Nur Zeitfenster sind geschützt von 7 bis 10 und von 18 bis 21 Uhr. Und frühe Streiks hatten halt über 40% Flugausfälle. Man hat als Fluggesellschaft natürlich da keine Kontrolle, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Man ist da dann auch nur Passagier. Und dann sagt man natürlich, ja, keine Kompensation, wobei aber die EU 261/2004 eingeschränkt gilt. Ja, die Frage ist, sollten ATC-Streiks verboten werden? Ist Europa zu streikanfällig mittlerweile? Ist das ein europäisches Problem geworden mit Streiks? Und ist Deutschland halt unzuverlässig? Wobei mit den EU-Verordnungen, nur noch mal zur Hinweis, Kompensation gibt es keine, aber sie müssen trotzdem Verpflegungsleistungen und so weiter machen und umbuchen, wenn möglich. Das nur so als Randbemerkung. Ja, und als letztes Thema haben wir die IHG Triple Promo. Die bieten bis zu 3-fache Punkte, aber nur für Kunden aus Greater China bei kreuzfristiger Buchung. Heißt also, wenn ihr euer Konto in Greater China habt oder in Greater China seid, logischerweise so rum ist es. Konto muss dafür natürlich nicht in Greater China sein. Buchung 27. bis 30. Mai, gültig bis 31. August, 2-fache Punkte. Für erste Nacht, danach 3-fache, gilt nur für China, Hongkong, Macau und Taiwan. Ja, Loyalty wird halt immer weiter strategisch eingesetzt, das kann man dazu sagen. Aber für den einen oder anderen, der nach Asien fliegt und dann auch wirklich da in Greater China ist, China, Hongkong, Macau, Taiwan, der bekommt das. Und ihr könnt ja beantworten, ob euch diese regionale Eindämmung oder Beschränkung euch nervt. Ihr merkt immer noch, Geopolitik, das kann ich in jeder Sendung sagen, ist halt ein Problem für die
für die Aviation und dominiert die Luftfahrt. Und man merkt ja auch, dass die Nachfrage sich verschiebt. Das heißt, also die Nachfrage von Nahost ist nach Europa verschoben. Airlines werden flexibler, sehen wir ja auch am Wet-Lease und auch dem Netzwerkmanagement. Loyalty-Programme nutzt man natürlich dann auch mit regionalen Vorteilen. Aber das ist ja schon öfters so gewesen, also jetzt nichts Neues. Aber am Ende ist halt die operative Komplexität gesteigert und für uns heißt es immer gucken, oh, welche Promo gibt es wo und wann. Danke, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei wart und ich freue mich, euch bei der nächsten Sendung zu sehen. Also bis morgen. Mal gucken, also wo ich dann bin. Also bis dann, ciao. Habe ich gesagt, abonnieren? Frage des Tages? Frage des Tages habe ich vergessen, ne? Naja, da waren wir zu schnell, ne? Aber gut, dass wir da nicht abgebrochen haben, sondern ich doch noch das gemerkt habe. Ihr denkt natürlich, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, zu kommentieren und dann die Frage des Tages zu beantworten. Und die Frage des Tages würde ich schon sagen, ob ihr Flüge aktuell kurzfristiger bucht und dann ist dir egal, welche Airline fliegt. Also in dem Sinne jetzt aber tschüss, bis dann, ciao.